der noch mehr schmelzen kann. Wir werden es rausfinden. In der nächsten Folge. Sieht auch ganz passabel aus, oder? Das war lecker. Wir haben auf dem Koffer. Du hast geschlafen, ich habe auf dem Kocher Wir haben auf dem gekocht. Kocher gekocht. Stimmt, ich habe geschlafen. Du hast Bohnen gemacht am nächsten Morgen. Ich habe Bohnen gemacht. Oh. Matthias ist heute wieder etwas fitter. Jo. 2 Liter Wasser getrunken über Nacht. Mindestens. Und musste dann so ganz kleines bisschen pinkeln heute Morgen. Oh ja. Macht doch Frühstück. Riecht schon gut. Das Gute halt an diesen Ruhetagen ist, man hat halt mal Zeit für irgendwas. Zum Beispiel Kochen ist halt so ein Ding. Dauert halt auch mal eine halbe Stunde und so. An so einem normalen Fahrtag macht man es eigentlich nicht. Und der Ruhetag hat dann aber wirklich auch seine volle Kraft so ein bisschen entfaltet und wir konnten dann wirklich auch gestärkt weiterfahren. Und da war irgendwo eine Talsperre. Irgendwo ein See. Tobias, waren wir in diesem Stausee baden? Welchen Stausee? Jetzt? Ich würde sagen, wir schieben jetzt hier ganz vorsichtig drüber. Ja. Aber wirklich vorsichtig. Eine Rampe hinbauen sollen zum Überspringen. Zum Überspringen, genau. Der Vater, ey. Sie wurde wahrscheinlich von diesem einzigen Holzklotz dort gehalten. Deswegen ist sie auch zusammengebrochen. Ein tragender Holzklotz. Das war ein tragendes Poster. Ja. Nach Asch sind es noch 2 Postmeilen. Nach Arsch? 2 Postmeilen, wie viel ist das? 400-500 Kilometer. Pretty little turtle dove sitting in the pine, the morning for your own true love, as I did once for mine, as I did once for mine. Wir machen Selfies gerade vor dem deutsch-tschechischen Schild. Jetzt geht nämlich die Tour los. Erst wenn man die erste Grenze überquert hat. Geht's richtig los. Matthias Vater ist zwar der Meinung, es geht ab Dingelstedt los, aber wir sind der Meinung, Und erst ab Dingelstedt zählt. Dann zählt die ganze Tour. Ach so. Das bis dahin geschafft. So. Mach doch einen Arm lang, du Trottel. Ist die Vietnam-Fahne drauf? Weil man kann auch noch mal ein ordentliches machen eigentlich. Das war Deutschland. Ja, ab jetzt geht's los. Wir fahren zurzeit von einem Stausee zum nächsten. War noch nicht einmal baden. Kann man sich reinziehen, die sind geil. Golle hat eine ganz exotische Frucht gepflückt. Ein Fritt.
Gesundheit. Danke. Jetzt haben wir hier gezeltet und dann hat es gewittert und in der Nacht diesen Baum hier umgehauen. Wer hat den Baum umgehauen? Das ist einfach eine Lüge, weil du bist ein Lügenschwein, Alter. Also noch 5 Kilometer bergauf, über 200 Höhenmeter. Und dann sind wir noch nicht da. Dann rollen wir runter Ja, hoffentlich. zu einem Ort, wo es vielleicht einen Campingplatz gibt. Geht besser als letzte Woche auf jeden Fall. Super. Machen wir ein bisschen bergab oder was? Ja, bevor wir kalt werden. Komm, weiter. Wir sind doch vor dem Campingplatz. Ja, erstmal was für die Kondition machen für morgen. Was haben wir heute gemacht? 87 oder so? Ja, heute war tatsächlich die längste Etappe, die wir gefahren sind auf der bisherigen Tour nach 8 Tagen. 87,5 Kilometer. Wir sind wie so häufig an einem See. Das ist die Beleuchtung für unseren Abendtisch. Zum Abend. Gefüllte Champignons. Geräucherter Käse. Boah. Extra das Endstück gekauft. Mit viel Räucherseite. Richtig geil. So, das ist mein Tomatenmark und Pfefferbrot. Mit der Mein Hors d'oeuvre. Eigengeschmack vom Brot richtig rauskommt. Richtig. So, Tobias ist frisch geduscht, zu uns gestoßen. Ja, ist wundervoll. Und die Kantwurst, Paddelwurst. Kantwurst, Paddelwurst. Klingt irgendwie wie ein Ort in Niedersachsen. Wie wir dran denken, Kinder. Sonnenschutzauftrag. Zieht das auch mal ein oder bleibt das jetzt so? Also, ach, geil. Das ist jetzt nicht die allerteuerste gewesen, die ich gestern genommen habe. Die etwas teurere, die wurde auf einem Bahnübergang. Ist mir vom Gepäckträger gefallen und ich stelle mein Fahrrad ab, drehe mich nochmal um die zu holen. Schon ein Auto drüber gefahren und voll über die Straße verteilt. Ja. Jetzt ist es halt das. Dem Waldemar die Arbeit im Kalksteinbruch beendet hat. Das ist ja noch eine größere Etappe mit dem Fahrrad. Was noch recht wichtig ist, finde ich, ist, was denn euer Anspruch ist, eben jetzt für die ersten paar Wochen. Weil wir sind vor allem gefahren. Also es ging viel darum, wo fahren wir lang, wie viele Tageskilometer machen wir. Also grundsätzlich würde ich halt sagen, unsere Tour steht ja unter dem Motto Seidenstraße, ne, wenn man so will. Und da sind wir halt im Moment noch nicht angekommen. Die meisten Länder so im Umkreis, die hat man bereist, da hat man schon mal was gesehen. Und deswegen ist halt unser Anspruch jetzt vor allem in den ersten Wochen vor allem Konditionen aufzubauen, die Technik besser kennenzulernen, Training und Überhaupt Tagesablauf und Routine zu bekommen. und vor allem erstmal voranzukommen, sodass wir unseren Puffer jetzt noch nicht aufbrauchen und den halt einfach wirklich für die interessanten Spots dann verwenden.